Hallo, liebe Freunde. Wir sind heute im Mittelpunkt Deutschlands. Wir sind in der Vogtei in Niederdorla und hier ist auch was ganz Interessantes. Hier ist das Opfermoor. So ähnlich wie die Donnerkuppel. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Wer von uns, weiß ich noch nicht. Ihr könnt uns begleiten und ihr werdet es dann erfahren. Mal gucken. Ah. Okay, wir gehen noch nicht zum Opfermoor, wir gehen erstmal zum See. Zum Opfersee. Oder so. So, Ralf habe ich schon verloren, weil schöne Wiese hier. Jetzt wird langsam warm. Die Insekten kommen raus. Er hat Kamera mit. Dreht man sich um, weg ist er. Ja, sieht ja mal nett aus hier. Wirklich schön. So, gucken wir uns das hier mal an. So eine Lehmhütte. Schön am See gelegen. Die Anlage hier, ja, Christiane hat schon erwähnt, schön am See gelegen. Und die Häuser sollen vom 3. Jahrhundert nach Christus sein. So, und hier lernen wir auch gleich noch was hier alles so schwimmt und kraucht. Und Angeln ist ja auch erlaubt für den Anglerverein. Der Anglerverein darf ja auch angeln. Und auf ihrem Thron haben wir hier die Prinzessin, uns wohlbekannt. Na, du Knecht. Gnädiges Ruprecht. Fräulein, darf ich's wagen, Arm und Geleit dir Aber anzutragen? gerne. Da haben wir auch eine Nilgansfamilie, aber Vorsicht, nicht so nah rangehen. Nilgänse sind ziemlich aggro. Flammen, sie lodern, die Nacht wird erhellt. Verlorene Seelen, von Schmerz gequält. Die Schatten tanzen rund um das Feuer. Die Zeit bleibt stehen, ein endloser Schleier. Opfermoor im Mittelpunkt, dunkle Zeiten dort. Hier ist ja irgendwie ein ganzes Dorf entstanden. Wir waren schon mal hier, aber das ist schon eine Weile her. Ich denke, hier werden auch die verschiedenen Bauweisen gezeigt. Das war das Speichergebäude. Etwas höher gelegen, damit die Mäuse nicht rankommen. Und, oh, man wird es nicht erkennen, aber sogar gefüllt mit Stroh jetzt. Der Winter kann kommen. Die Schatten tanzen rund um das Feuer, die Zeit bleibt stehen, ein endloser Schleier. Opfermoor im Mittelpunkt, dunkle Zeiten dort versunken. Opfermoor im Zentrum. Das ist eine Altaranlage. Weit im Herzen unseres Landes liegt das Opfermoor im Sand. Götterbilder. Mhm. Du meinst doch nicht, dass etwa gewisse Ähnlichkeiten vorhanden sind? Nein, nein. Dann durch den Schnee, Schatten tanzen in der Nacht. Geschichten, die der
Muss ich mal gucken. Aha, ein Heiligtum. Okay, ich muss zu meiner Schande gestehen, aus dieser Kulturepoche weiß ich relativ wenig. Deshalb werde ich auch nicht so viel sagen dazu, sondern lasst euch das mal selber lesen. Zeigen euch das einfach nur im Bild. Geister singen Lieder leise, führen uns auf mystische Reise. Legenden spiegeln sich im Moor. Nennt sich Schwertheiligtum. Das hier. Menschen kamen, um zu schreien. Ein Rundheiligtum mit verschiedenen Göttern und Altären. Ja. Träume, die im Nebel fließen. Erinnert mich so ein bisschen jetzt an Pömmelte ganz kurz. So in Mini-Format. Nah und fern, Opfermoor hat seinen Stern. Opfermoor, Schiffsheiligtum, Völkerwanderungszeit. 5. Jahrhundert nach Christus. Wie ihr seht, ich kann lesen. Und das Tolle ist, ich kann mal gucken, ob ich das Ganze einfangen kann. Es ist wirklich die Umrandung so wie ein kleines Schiff gemacht. In der Mitte so ein Segelmast und etwas spooky. Ein großer Schädel. Wahrscheinlich ist anzunehmen, dass die Leute dann sich erhofften, mehr Erfolg bei der Fischerei zu haben. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich bin kein Experte für Schädel, sieht aber nach einem großen Pflanzenfresser aus und mit dem Überbiss vielleicht ein Hirsch. Ein Pferd. Ein was? Ein Pferd. Ein Pferd. Hengstkopf. Okay. Ist gut, wenn man lesen kann. Endlich sind wir am großen Opferplatz. Ich versuche es. Wir müssen das Opfer bringen, damit die Ernte gut wird. Aber irgendwie fügt sie sich nicht. Es sieht nicht so aus, als würde irgendjemand geopfert werden. Also es ist nicht der Opfersee, sondern der Kultsee. Dann hat man hier nochmal einen schönen Ausblick. Da ist auch eine Brücke, ob wir über die rüberkommen. weit im Herzen unseres Das ist ja mal eine Brücke. liegt das Opfermoor im Sand. Mystisch ruht der alte See. Rätsel flüstern durch den Schnee. Schatten tanzen. Kommen Sie, junger Mann, kommen Sie. Geschichten, die der Wind mitbracht. Opfergaben Die ist ja mal schön, oder? aus der Zeit. Im Moor, wo ich Hier ein Heiligtum schon mit Dach. Die Leute haben sich hier echt viel Mühe gegeben. Ja. Dann steht hier auch noch was. Altar. Wann? Schön. Jetzt sind wir wieder im Dorf und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Leute so kurz vor und kurz nach Christi gelebt haben. Hier sind wir erstmal am Brunnen. Tatsache. Gut, dass ihr das nicht riechen könnt. Riecht ein bisschen faulig. Gucken wir uns erstmal das kleine Häuschen an hier. Ah, das ist ein Grubenhaus, so wie wir vorhin die Grube gesehen haben. Okay, es ist sehr dunkel drin und nicht besonders groß. In Berlin wäre das aber eine Zwei-Personen-Wohnung. Da würde es noch durchgehen. Da brauchen wir Licht irgendwie drin. Also, So, jetzt gehen wir mal drüben rein. Licht, sagt Christiane, brauchen wir.
Da könntest du gerne in meinen Rucksack fassen. Da habe ich das kleine Lämpchen drin. Gehen wir mal. Sehr viel Licht haben wir nicht. Nur ein wenig. Mal gucken, ob wir denn überhaupt hier Ja, das geht. euch eine Impression zeigen können. Das ist der Stall hier, denke ich mal. Ja, Ne? da oben war bestimmt das Stroh. Ja. Ja. Und Was ihr nicht riechen könnt, hier riecht ein bisschen feucht. und auf der anderen Seite, Hier ist der Wohnraum. genau, hier haben sie gelebt. So, könntest du uns noch was kochen? Ja, kannst auch Ein lassen. Fell hängt da. Hier ist aber auch Licht. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter. Ja, vielleicht. Vielleicht geht es einfach auch so. Hier. Ja. Kannst du gleich noch auf die Feldarbeit gehen? Ja. Eine Heugabel und ein wahrscheinlich Transportschlitten. Und der Feuerlöscher nicht Und vergessen den hier. Feuerlöscher nicht vergessen. Aus der dunklen Hütte sind wir raus. Ja, hier so ein Wagen. Also schon interessant, muss ich ehrlich sagen. Und auch mit sehr viel Liebe. Das kann man ja alles nicht maschinell herstellen hier. Das muss man alles handwerklich machen. Hier eine kleine Bank. Hier werden sie irgendwie wahrscheinlich ein Feld machen. Ein Beet. Ein Feld, ein Beet. Und es muss ja auch alles instand gehalten werden. Und schon schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Hier noch was sehr, sehr Historisches. Die älteste fossile Weißtanne. Ich muss mich mal ein bisschen bücken, deshalb wird das Video vielleicht ein bisschen verwackelt, aber macht euch nichts draus. So, hier ist noch ein Grubenhaus. Wahrscheinlich wird es innen genauso aussehen wie das vorne am Eingang. Schauen wir mal. Oh, hier ist sogar was drin. Ob die Werkzeuge natürlich schon so alt sind, das wage ich fast zu bezweifeln. Aber hier erkennt man das Prinzip vom Grubenhaus. Wurde praktisch in der Mitte eine Grube gegraben, damit man rechts und links drauf liegen und schlafen konnte. Und mehr konnte man auch kaum tun hier, weil viel größer ist die Hütte auch nicht. Ja, fantastisch. Hier ist ein schöner Picknickplatz und eine Freilichtbühne. Ja, kann man schöne Feste feiern. So, noch ein paar Informationen für euch. Es gibt hier auch Führungen, aber da habe ich jetzt noch keine näheren Informationen. Muss zu Hause nochmal googeln. Wenn, dann blende ich euch das hier irgendwo ein. Der Eintritt selbst kostet 3,50 Euro. Geöffnet hat das Freigelände hier ab 10 Uhr. Und die Marken bekommt ihr hier im Heimatmuseum oder aber um die Ecke beim Edeka. Könnt ihr euch die an der Kasse, könnt ihr nachfragen und könnt ihr die erwerben. Es gibt hier auch kostenfreie Parkplätze und die sind direkt am Mittelpunkt, aber von dort bis hierher sind es nur so 150 Meter, das ist gut zu bewältigen. Das war unser toller Rundgang hier im Opfermoor am Mittelpunkt Deutschlands. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt fleißig Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde. Unterwegs mit Ralf, so beginnt die Reise. Er zeigt uns die Welt auf seine Weise. Wandern, reisen, weit und breit. Mit Ralf erleben wir die Freiheit.